Fotos interessieren mich nicht. Ist das Ihr Ernst? Nein, bitterer. Und nun lassen Sie sich nicht aufhalten. Aber du hast das Zeug dazu. Na und? Hast was im Hirn? Das kann ich auch anderweitig einsetzen. Dazu brauche ich kein Studium. Ja, das habe ich auch mal gedacht vor 20 Jahren. Bitte, was hast du gegen das Plakat? Die Betreuerin inmitten ihrer armen Schäflein, die extra für das Plakat noch als Statisten herhalten. Wie willst du eigentlich mit so einem Sozialscheiß noch hinterm Ofen hervorholen? Ich bitte Sie, Florian ist doch noch ein halbes Kind. Sie Ihr können Sohn doch nicht- Florian macht meine Tochter zu einer Lügnerin. Und er hat einen schlechten Einfluss auf Sie. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich so etwas hinnehme. Oh Gott. Jugendliche in Not, hilf mir. Dieses Arschloch. Den lasse ich sein eigenes Plakat fressen. Hallo Sophie. Morgen. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ach, dieser Henning ist so ein Mistkerl. Wieso habe ich da bloß mitgemacht? Ich bin so blöd. Du hast mich noch dazu überredet. Bald hänge ich als Straßenkind an jeder Ecke. Was ist denn passiert? Erzähl schon. Aber langsam bitte, ja? Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich habe von Anfang an gesagt, nur die Kids sollen auf das Poster. Aber ihr musstet mir ja einreden, dass noch eine Betreuerin mit drauf muss. Das war doch auch eine gute Idee. Nein. Auf dem Poster sehe ich aus wie in meinen schlimmsten Zeiten. Darunter steht, hilf mir. Da muss was falsch gelaufen sein. Hast du sie darauf angesprochen? Ach, mit wem soll ich denn da reden? Mit diesem Henning? Der kriegt sowieso nichts mit. Wir finden schon eine Lösung. Bis wir eine Lösung gefunden haben, weiß die ganze Welt, dass ich aus der Mülltonne komme. Das will ich nicht. Ich bin auch nicht so weit. Ich habe eine Idee. Als Mitglied des Vorstands kann ich auf jeden Fall meine Kritik äußern. Vielleicht können wir die Kampagne noch stoppen. Meinst du, es geht noch? Ach, natürlich, es lässt sich immer was machen. Gut, dass du gleich zu mir... Was ist? Einen wunderschönen guten Morgen, die Damen. Max? Fiona. Das ist ja eine Überraschung. Christoph hat nur noch Julia im Kopf. Über was anderes kannst du mit ihm überhaupt nicht mehr reden. Ich glaube, in letzter Zeit geht er mir sogar aus dem Weg. Sei doch froh. Dann hast du noch mehr Zeit für deinen Lover. Ich hab keinen. Dann solltest du dir aber schleunigst einen anschaffen. Ist sehr gesund. Krankenschein oder was? Den brauchst du nicht. Ich werde mich mal nach der richtigen Medizin für dich umschauen. Bleib mir bloß mit deinen Placebos vom Leib. Placebos sind äußerst wirksam. Man muss nur daran glauben. Clarissa, du könntest es wenigstens mal versuchen. Schon ein komisches Gefühl, dich wiederzusehen. Ja, du hoffentlich nicht unangenehm komisch. Nein, alles ist nur etwas anders. Ja, stimmt's. Früher hätten wir um die Zeit ja schon kräftig Shampoos geschlürft. Und nicht wenig. Möchtest du einen? Ja, du, von wollen kann keine Rede sein, aber Fiona, ich darf nicht mehr. Weißt du, es hat sich so einiges geändert. Auch vor allen Dingen gesundheitlich. Naja, in 15 Jahren tut sich viel. Über 15 Jahre, Fiona. Fast 20. Oh, das hält sie am Kopf nicht aus. Was hast du denn gemacht in der langen Zeit? Also früher warst du nie so neugierig. Früher warst du auch nicht so mundfaul. Ich höre. Mein Gott, das Übliche eben. Geschäfte, Reisen und so weiter. Naja, und die Jahre, die vergehen im Flug, wie du weißt. Da bleibt natürlich keine Zeit, sich bei der guten alten Fiona zu melden. Ja, du hast ja recht. Aber es ist halt immer was dazwischen gekommen, wenn ich hier in der Gegend war. So ein Pech aber auch. Was? Du, das wird sich aber jetzt ändern. Wieso? Kriege ich jetzt Anrufe von dir aus Hongkong oder Honolulu? Eher von der Königsallee. Was? Ich ziehe nach Düsseldorf. Nein, du lügst. Nein. Der Täter kehrt an seinen Tatort zurück. Was?
Das müssen wir feiern. Hast du heute Abend Zeit? Für ein Dinner für zwei? So, ich habe leider heute Abend versprochen, auf eine Vernissage zu gehen. Aber wie wär's mit morgen Mittag? Sag bloß, du ziehst nach Düsseldorf wegen der Kunst. Ach nein, eigentlich nicht. Sondern? Also hör mal, früher warst du nie so neugierig. So eine Sauerei. Ich mache nicht den Clown für Sie. Gefällt Ihnen das Poster denn nicht? Es ist zum Kotzen. Übertreiben Sie es nicht ein wenig? Verdammt, ich bin nicht in Not. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck. Machen Sie sich jetzt auch noch lustig über mich. Entschuldigung, ich wollte Sie wirklich nicht verletzen. Dann verbrennen Sie dieses Poster. Die Kampagne musste umorientiert werden, das ist alles. Dann hätten Sie mich vorher fragen müssen. Es ist doch keine Schande, mit diesen Jugendlichen identifiziert zu werden. Sie sind doch sonst nicht so. Bleiben Sie mir bloß vom Leib. Letzte Woche haben Sie diese Kinder noch verteidigt. Und jetzt wollen Sie plötzlich was Besseres sein? Ich will nichts Besseres sein. Aber ich möchte auch nicht zur Schau gestellt werden. Es ist doch für einen guten Zweck. Ich dachte immer, Sie seien so eine Kämpferin. Überlassen Sie das Denken den anderen. Ich will nicht auf das Poster und dabei bleibt's. Aus Ihnen soll einer schlau werden. Renate, ich muss mit dir reden. Weißt du, komm, Aki, geh weg. Das geht nur Renate und mich was an. Ja, nun komm schon. Oh, bitte, bitte, wie Sie meinen. Was erzählst du meiner Mutter eigentlich für einen Scheiß von Florian und mir? Gar keinen Scheiß. Wenn's doch stimmt. Du weißt ganz genau, dass meine Mutter Florian hasst. Eben. Du belügst deine Mutter andauernd. Sie tut mir schon richtig leid. Das geht dich überhaupt nichts an. Wenn du dich mit Florian triffst, meinst du, ich schaue euch dabei zu? Verdammt nochmal, Renate, lass uns endlich in Ruhe. Es reicht. Ich finde es absolut gemein, wie du deine Mutter behandelst. Das ist einen absoluten Scheißdreck an. Bitte? Ihr habt mir doch eh alles versaut. Hauptsache, ihr habt euren Spaß! Ihr werdet das noch bereuen, was ihr mir kaputt gemacht habt. Das zahle ich euch noch dreifach zurück! Hi, Sophie. Was machst du denn hier um diese Zeit? Komm mal runter, ich habe eine heiße Nachricht. Ich verstehe dich auch hier oben. Ja, aber wenn du hörst, worum es geht, fällst du vom Hocker. So? Na, macht nichts. Dann muss ich wenigstens nicht mehr an das blöde Poster denken. Kannst du den mal nehmen? Nicht zurückblicken. Denk an die Zukunft. Na, schau mich an. Ja, und? Was jetzt? Ich habe eine Lehrstelle. Echt? Ja. Hast du die her? Tja, Connections. Ach so. Na, die Art Ausbildung kann ich ja. Ja, eben nicht. Diesmal ist es seriös. Ich mache eine Mechanikerlehre. Den Chef möchte ich sehen, der dich nimmt. Den kennst du schon. Er heißt Henning von Anstetten. Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber. Jetzt werde ich Maschinenmechaniker bei Avatex. Ja, 0, nix mache ich meinen Meister. Nun mal ganz ruhig. Ich würde nicht mal die Hälfte glauben von dem, was der sagt. Ja, was gibt's denn da zu glauben? Der findet halt mein Talent gut. Welches? Das ist so ein Brieftaschenclown vielleicht. Der hat mich schließlich rausgeholt. Der Typ ist voll okay. Du freust dich wohl überhaupt nicht, oder was? Doch. Eine Lehrstelle ist super. Warum willst du mir die ganze Sache mies machen, ne? Ich garantiere für nichts bei dem Typ. Du wieder mit deinem scheiß Poster. Ich sag doch nur, freu dich nicht zu früh. Tja, vielen Dank, dass Sie unserer kurzfristigen Einladung so spontan gefolgt sind. Besonderen Dank Ihnen, Frau Beckmann. Sie haben dieses Treffen initiiert und letztlich auch so schnell möglich gemacht. Tja, um es gleich zu sagen, dieses Meeting soll weitere Fehler verhindern. Uns ist in der Ausführung Ihrer Kampagne ein Ausrutscher unterlaufen. Sicherlich hat sich der kreative Leiter des Projekts alle Mühe gegeben, aber in einem entscheidenden Punkt hat er wohl doch einen Fehler gemacht. Leider, und das ist nun der Punkt, wird in dem Plakat die Betreuerin, also Frau Lewinsky, als hilfsbedürftige Jugendliche dargestellt. Das ist doch nur wirklich keine Art. Wir sollten uns jetzt hier nicht streiten, Herr Bitte, Breinbach. Werner, noch ist ja nichts passiert. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Es geht doch nun zunächst mal darum, jetzt das Beste aus der Sache zu machen. Der Plakatentwurf, so wie er vorliegt, ist ein Missverständnis. Naja, aber das ist doch keine Entschuldigung. Lass die Herren doch mal ausreden. Sie haben ja recht, Herr Breidenbach, aber
In unserer Branche sehen die Dinge manchmal zunächst einfacher aus, als sie es dann am Ende sind. Ja, vor allem, wenn der kreative Leiter absolut unfähig ist. Sie werden doch nicht bestreiten, dass eine gut aussehende Frau auf einem Plakat... Wenn wir die Dinge nur nicht zunächst mal Darf ich kurz sachlich zu Ende führen? Eine attraktive Frau auf einem Plakat ist nun mal immer noch der wirksamste Blickfang. Das sind Grundregeln der Werbung, Herr Breitenbach. Und das werden auch Sie... Herr von Anstetten, es geht hier nicht um Fotos für ein Modejournal, sondern um PR im sozialen Bereich. Und da gibt es nun mal grundlegende Unterschiede, auch wenn es Ihnen manchmal schwerfällt, das zu begreifen. Hallo Charlie, was vergessen vorhin? Ja, vor lauter Aufregung habe ich versäumt, dich einzuladen für heute Abend. Schon wieder eine Eröffnung. Ja, kurzfristig angesetzt. Oh, der Künstler ist echt gut. Finden das alle oder nur du? Oh, alle können ihn noch nicht so gut wie ich. Dachte ich mir doch was. Komm kurz rein. Du, ich muss eigentlich gleich weiter. Also wie ist es? Kommst du? Das ist doch immer dasselbe Gefasel. Och, Clarissa, das kannst du mir nicht antun. Ich habe extra eine Überraschung organisiert, speziell für dich. Eines deiner Milchgesichter? Er ist ein Sondermodell. Du wirst dich wundern. Clarissa, du musst kommen, bitte. Wer ist es denn? Ich meine den du mir vorstellen willst. Überraschung. Wird nicht verraten. Glaub mir, er ist einfach nur ein sehr netter Typ. Und der dann zu mir passt? Fast so gut wie Christoph. Ja, dann. Super, ich freue mich. Und tschüss. Tschüss. Die Agentur jedenfalls distanziert sich von solchen Methoden. Ich möchte Sie bitten, über diesen Vorgang Stillschweigen zu bewahren. Das würde dem Ruf unserer Firma nur unnötig schaden. Nicht nur dem Ihrer Firma. Genau, hier geht es doch eigentlich um Sophie. Eben. Ich schlage deshalb vor, wir starten die Sache einfach neu. Selbstverständlich würden wir die zusätzlichen Kosten übernehmen. Oh, das ist aber ein Angebot. Hoffentlich übernimmt dann auch ein anderer die kreative Leitung. Ich dachte daran selber. Und was bedeutet das für Sophie? Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit nochmals bei Ihnen entschuldigen. Die Poster werden, soweit sie schon fertiggestellt sind, eingestampft. Ich hoffe, Sie können damit leben. Ich möchte mal was sagen. Von mir aus kann das Poster so bleiben, wie es ist. Sophie, was ist denn nun? Eigentlich bin ich genau die Richtige dafür. Ich bin eine Helferin, der man geholfen hat. Ich habe selbst mal auf der Straße gelebt. Genau wie unsere Kids. Und es war eine Scheißzeit. Aber ich hatte eben Glück und habe den Absprung geschafft. Deswegen habe ich auch so reagiert, als ich das Poster gesehen habe. Es kam eben alles wieder hoch. Aber jetzt kann ich damit umgehen, glaube ich. Und ich möchte, dass die Kampagne so schnell wie möglich startet. Also es kann so bleiben, wie es ist. Was halten Sie von den Bildern? Wie meinen Sie das? Tja, mir zum Beispiel fehlt da der geistige Hintergrund. So, hingemalt alles. Finden Sie nicht auch? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, wissen Sie, Kunst ist visualisiertes Denken. Und ich habe den Verdacht, der Maler hier hat sich nichts dabei gedacht. Ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber danke für Ihre Gedanken. Das werde ich in Zukunft berücksichtigen. Ich habe die Bilder nämlich alle selbst gemalt. Hoffentlich hast du den da drüben nicht gemeint. Den habe ich nämlich gerade fertig gemacht. Nein, die Überraschung kommt noch. Wenn ich dann noch da bin. Sei nicht so ungeduldig, meine Liebe. Trink lieber noch ein Schlückchen Champagner. Und du willst uns noch ein Glas? Klar. Alle Achtung.
bin wieder da. Mama? Schau dir das an, hier. Und da auch. Das ist doch Wahnsinn. Das war Renate, garantiert. Inzwischen traue ich dir auch alles zu. Gott, die gehört doch in die Klapsmühle. Tja, glaubst du es endlich auch? Was ist los, Anna? Ich hatte heute Mittag einen Riesenstreit mit ihr. Auch das noch. Meinst du, sie tut sich was an? Ach was? Diese Giftspritze! Die blufft doch nur. Die will unsere Beziehung kaputt machen, das ist alles. Sie hat vorhin irgendwas gesagt von wegen, dass wir eh alles versaut haben und so. Ich habe so eine Stinkwut im Bauch. Die kannst doch nicht ewig auf der Nase rumtanzen. Einmal muss doch Schluss sein. Mann, langsam wird mir das alles ein bisschen unheimlich. Dann werde ich das jetzt klären. Ein für alle Mal. Komm, bitte bleib hier, das bringt doch nichts. Damit machst du nur noch alles schlimmer. Schlimmer geht's doch gar nicht mehr. Der geht über Leichen. Dann komm ich halt mit. Das mach ich schon allein. Guten Abend. Was wollen Sie denn? Ich habe Ihnen mal den neuen Plakatentwurf mitgebracht. Ihr Einsatz hat sich gelohnt. Ich habe noch mal eine Chance bekommen. Ich komm gleich. Sehen Sie, das ist erst ein Vorabzug, aber die Headline ist neu. Ganz den Tatsachen angepasst. Gefällt es Ihnen? Ja, man kann es schon so lassen. Naja, scheint Sie ja nicht sonderlich zu interessieren. Ach, noch etwas bitte. Mein Job stand auf dem Spiel. Sie haben mir da wirklich aus der Patsche geholfen. Wussten Sie das eigentlich? Nö. Und? Ich würde Sie gern zum Essen einladen. Danke, aber das ist wirklich nicht nötig. Nötig vielleicht nicht, ich möchte es aber trotzdem gern. Besser nicht. Essen Sie gern mexikanisch? Ich sagte doch schon, ich habe gar keinen Appetit. Jetzt muss ich was tun. Sie wissen ja, wo der Ausgang ist. Ja. Hilfst ihm aus der Klemme und dann diese Abfuhr? Ach, der soll bloß machen, dass er wegkommt. Aber den Blumenstrauß, den kannst du nächstes Mal mir lassen. Es gibt sowieso kein nächstes Mal. Kannst du mir mal verraten, was das soll? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du weißt genau, was ich meine! Meine Jacke, das warst du. So was Dummes. Die arme Jacke. Ich weiß genau, was ich meine. Ich warne dich. Ihr wollt mich doch bloß fertig machen. Wer will hier wen fertig machen? Aber das werden wir gleich sehen. Nein, lass los! Du bist verrückt. Anna ist schuld, diese gerissene Kuh. Sei ruhig! Sie ist die hinterhältigste. Du Idiot! Schlag doch zu.
doch, wenn du noch kannst. Warum schlägst du nicht? Bist du auf einmal feige geworden, oder was? Na komm, schlag mich. Maul. Schlag mich doch. Ich warte. Hast du nicht mal eine Taste im Schrank? Macht nichts, du darfst mich trotzdem schlagen. Schlag mich doch! Na komm! Du hast mir schon genug wehgetan. Auf noch eine Ohrfeige kommt es sowieso nicht mehr an. Hör jetzt endlich auf. Immer müssen wir dann aufhören, wenn du keine Lust mehr hast. Findest du das fair? Was denkst du eigentlich? Wer du bist? Ein Möchtegern-Macho? Du kannst nur wehtun, sonst bringst du null. Du bist ein totaler Loser. Genauso wie deine Kleine. Na, endlich! Da steckt jede Menge Erotik drin. Weil du während des kreativen Prozesses aufgeladen warst. Na klar, Ölfarbe ist wie Haut. Und mit dem Pinsel kannst du streicheln, tupfen, peitschen. Manchmal lege ich ihn einfach weg und greife mit beiden Händen voll hinein in die Farbe. So aufgeladen bin ich. Das ist ja ganz nett, aber ich gehe jetzt. Nichts, du bleibst noch ein bisschen. Wir müssen die Dame aufhalten. Unmöglich, wie kleine Kinder. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Sinnlichkeit des Materials. Hast du auch schon mal den Mund? Gemalt? Nein, dafür ist die Farbe viel zu giftig. Aber wir können es ja mal versuchen. Du sei mir nicht böse, aber... Da ist er ja. Wunderbar. Clarissa. Max. Wie ich mich freue. Euch brauche ich wohl nicht bekannt zu machen. Lass dich anschauen, dass ich das noch erleben darf. In deinem hohen Alter? Unwahrscheinlich. Du hast dich aber auch nicht verändert. Du bist noch schöner geworden. Und deine Sprüche sind noch dieselben. Ich hätte dich nie aus den Augen lassen sollen. Renate, was ist denn passiert? Oh Gott. Schrecklich. Komm rein. Setz dich. Hattest du einen Unfall? Unfall? Es war alles so schlimm. Tut's denn weh? Sollen wir einen Arzt rufen? Nein, bitte nicht. Es ist alles so furchtbar. Gott, Renate, was ist denn mit dir passiert? Er hat mich geschlagen. Er ist vollkommen ausgerastet. Glaub mir, sowas von brutal. Wer? Sag, Renate, wer war das? Ich kann nicht. Das glaube ich nicht. Es kann doch nicht sein, dass... Doch. Renate, sag, wer war das? Du musst uns den Namen sagen. Es war Florian Brandner.